Das Amphicar 770, ein seltener Oldtimer. Nicht der schnellste auf der Straße, dafür aber wassertauglich. Der Reiz, speziell an dem Auto, ist einfach, man fährt mit dem Motorboot auf der Landstraße. Und von der geht es direkt ab ins Wasser. Sorgfältige Pflege und ständige Überprüfung sind ein Muss. Wenn irgendwas undicht ist, geht das Ding unter wie ein Stein. Und es funktioniert doch jedes Mal. Das ist einfach faszinierend. Amphicar 770, heute bei Classic Rides. Eine Garage in der Münchner Innenstadt. Hier hütet Classic-Fan Richard Orthuber seinen größten Schatz. Ein Amphicar Typ 770. Das Besondere an dem Auto ist für mich einfach die Schlichtheit der Technik. Man kann alles selbst reparieren, wenn man ein bisschen Bezug zur Technik, ein bisschen Interesse daran hat. Es funktioniert nichts mit Elektronik, es ist reine Mechanik und es schwimmt. Es fährt zu Land. Wenn was kaputt geht, dann ist es nie schlagartig. Es kündigt sich alles langsam an und es funktioniert doch. Heute muss auch alles funktionieren, denn Richard will unbedingt zu seinem ersten Amphicar-Treffen fahren, an den Chiemsee. Der Grundgedanke vom Amphicar war eigentlich vom Konstrukteur Hans Trippel, dass er ein Auto schafft, das sowohl auf Land als auch im Wasser vorankommt. Er sagt, seine Meinung war, es ist nicht so sonderlich nutzvoll oder wichtig, dass man über Berge fahren kann. Er sagte, es gibt viel mehr Wasser, Flüsse, als es Berge gibt. Von dem her sind Geländewagen nicht so wichtig. Man braucht ein Auto für Wasser und fürs Land. Ja, und aus der Idee raus hat sich der Amphicar entwickelt. Um fahren und schwimmen zu dürfen, braucht das Amphicar eine Zulassung für die Straße und für Gewässer. Und deshalb auch Sonderausstattungen. Hier ist die Hupe und hier die Positionslampen wie bei jedem Motorboot. Somit können entfernte Boote erkennen, grün oder rot, in welche Richtung ich unterwegs bin. Alle 3878 Exemplare, die von 1961 bis 67 gebaut wurden, mussten vor der Auslieferung zum 10-minütigen Dichtigkeitstest in eine große Wasserwanne. Dichtung passt, weil wenn hier die Wellen von vorne kommen, dann kommt das ganze Wasser eben rein und läuft bis hinten durch. Also sollte dicht sein, diese Stellen hier. Bremsflüssigkeit, aber die ist in Ordnung. Ja. Schaut soweit ganz gut aus. Anker ist wichtig, Paddel, Stange. Paddel, wenn er mal nicht mehr läuft, obwohl es dann im vorderen Bereich auch keinen Sinn macht. Aber nimmt man dann normalerweise, wenn man auf See geht, in den Wagen mit rein. Und ansonsten diese Sachen zum Anlegen. Damit die Haube fest auf den Dichtungsgummis schließt, wird sie mit 2 Vierkantschlössern verriegelt. Ein Problem sind dagegen die Serienscheinwerfer. Diese Ventile für den Wasserablauf sind bei mir verklebt, weil ich Lampen aus dem Range Rover habe. Das ist ein Tipp vom Amphicar Club. Da gibt es wasserdichte Lampen mittlerweile mit der gleichen Größe wie die Originallampen vom Amphicar und das ist natürlich wesentlich einfacher. Das Wasser kann in diese Lampen einfach nicht mehr eintreten. Und wenn die kaputt sind, werden sie komplett ausgetauscht. Die gibt es noch nach wie vor so erhältlich am Markt. Und somit braucht man diese Dichtungen eigentlich nicht. Und damit kein Wasser reinkommt, mache ich sie einfach immer zu, wenn ich ins Wasser fahre. Hier sieht man die Schräge vom Unterboden. Das ist eben zwangsweise notwendig, um aus Wasser wieder rauszukommen. Bauartbedingt hat er leider nur einen Heckantrieb. Allradantrieb wäre natürlich optimal, um wirklich wieder aus dem Wasser auch problemlos rauszukommen. Falls es mal wirklich nicht klappen sollte, hat er hier einen massiven Abschlepphaken. Also ich hatte bis jetzt noch nie das Problem, dass ich nicht aus eigener Kraft rauskam, aber ich nutze natürlich die Ein- und Ausfahrten, irgendwelchen Slipanlagen, die geteert sind. Aber wenn man natürlich durch Kiesböschung rein oder rausfährt, dann kann es schon schwierig werden. Und man sieht hier ganz deutlich, er ist eben rundherum die ganze Karosserie komplett dicht geschweißt. Das ist einer der Gründe, weshalb das Auto auch so teuer war für die damalige Zeit. Mit über 11.000 Mark, Anfang der 60er Jahre, das war natürlich sehr viel Geld. Aber er ist im Schutzgasverfahren komplett rundherum dicht geschweißt. Man muss als nächstes erwähnen bei dem Auto, er hat im vorderen Bereich, damit auch bei Wasserfahrt die Füße trocken bleiben, wie jedes andere Boot eigentlich auch, ist hier
aus Holz einen Doppelboden, einen Doppelboden versehen. Und das Wasser, das vorne eintritt oder auch Spritzwasser durch hohe Wellen, das zwangsweise immer wieder ins Auto kommt, läuft bei größeren Mengen einfach unten ab, über den Doppelboden, hinten in die Bilge und hinten ist dann eine Lenzpumpe, die befördert das Wasser wieder eben nach draußen. Ja, also ich teste vor jeder Fahrt einfach den Wasserfilter von der Lenzpumpe, ob er wirklich durchgängig ist, ob die Lenzpumpe funktioniert. Und trocken laufen will ich sie nicht lassen, da geht sie sehr schnell kaputt. Darum immer ein kleines Gläschen Wasser und kurz betätigen und dann sieht man sofort, ob hinten Wasser rauskommt, weil das ist unabdingbar bei jeder Wasserfahrt. Die Lenzpumpe, ich schalte sie mal hier kurz ein. Die Schwachstellen des Autos ist einfach die Tatsache, dass konstruktionsbedingt der Hans Trippel, der Konstrukteur, die Teile gekauft hat, die Zubehörteile in der Industrie, wie er sie bekommen hat. Das ganze Auto ist ein Konglomerat aus VW, Mercedes-Teilen und so weiter. Der Motor ist vom Triumph aus England. Das alles passt soweit zusammen, aber es ist nicht hundertprozentig optimal. Neben dem Amphicar besitzt Richard Orthuber noch andere Oldtimer. Angefangen hat alles vor 20 Jahren mit der Restaurierung eines Karmann Ghia. Als nächstes habe ich mir einen alten Porsche gekauft, einen Porsche 911 Carrera, der Kindheitstraum. Und dann Opel GT. Und dann von der Oma meiner Frau ein Mercedes 300 SL, auch unser Hochzeitauto. Und jetzt zu guter Letzt den Amphicar und mehr dürfen es auch nicht mehr werden. Ein Amphicar wollte Richard Orthuber schon immer haben. Doch das scheiterte lange am Geld. Das war einfach ein Auto, das damals schon für heutige Verhältnisse sehr günstig war, aber damals einfach zu teuer. Und ich habe in 20 Jahren das Hobby einfach nie bleiben lassen. Das ist nach wie vor mein großes Hobby und ich habe mir gedacht, jetzt oder nie. Meine Frau hat mir erlaubt, das letzte Mal ein Auto zu restaurieren. Und dann habe ich gesagt, dann muss es das Richtige sein. Und ich habe dann lange gesucht und über den Club in Berlin habe ich dieses Modell noch gefunden. Der stand in einer Scheune in Dortmund seit 30 Jahren fast. Und den habe ich zerlegt und komplett restauriert. Als ich das Auto gekauft habe, war es in einem nicht fahrbaren Zustand. Es waren alle Teile vorhanden, vor allem alle Chromteile, alle mechanischen Komponenten. Es war alles da, was zum Auto gehört. Aber halt alles komplett von A bis Z war wirklich zum Überholen. Ich habe es dann zerlegt. Wir haben das Auto sandgestrahlt. Ich habe sämtliche Teile wieder aufgearbeitet, von den Achsen angefangen über den Motor bis hin zu Getriebe, das ich komplett zerlegt habe, neu gelagert habe und so weiter. Also es war sehr viel Arbeit. Die Teile für die Restaurierung habe ich zum großen Teil wieder aufgearbeitet. Was nicht mehr reparabel war, habe ich zum einen über den Amphicar Club in Berlin bekommen. Die haben zu der Zeit Bremsenteile nachfertigen lassen. Da konnte ich mich Gott sei Dank mit anschließen. Das sind natürlich sehr große Hilfen. Zum anderen gibt es einen Händler in Amerika, der hatte damals die Container aufgekauft mit den restlichen Teilen aus der Produktion. Und verkauft die seit vielen Jahren in Kalifornien und da kann man nach wie vor einkaufen und ich glaube, jeder Amphicar-Besitzer kennt den Händler. 2 Jahre lang hat Richard Orthuber mit Unterstützung von Freunden sein Amphicar restauriert. Jetzt sieht der Wagen wieder aus, als käme er gerade aus dem Showroom. Bei der Restaurierung des Autos war es mir wichtig, dass er einfach möglichst im Originalzustand ist. Was sehr schlimm ist, ist, wenn ein Auto technisch verpfuscht ist, wenn man nicht mehr nachvollziehen kann, wie hat das Original mal ausgeschaut. Das Amphicar war in den 60er Jahren das ultimative Freizeitmobil für Touren zu Land und Wasser. Doch strenge Abgas- und Sicherheitsbestimmungen in den USA bedeuteten das Aus für den skurrilen Blickfang. Also dadurch, dass das Auto einfach hinten 2 Schiffsschrauben hat, fällt es einfach auf. Es ist höher als jedes andere Auto, damit man eben das Wasser raus und rein kann. Und allein dieses Bild ist einfach anders als andere Autos. Er fällt einfach auf. Und er schaut nicht aufdringlich aus, nicht protzig, er ist einfach witzig. Das Auto ist einfach witzig und durch das auffällige Grün verstärkt das Ganze noch. Also er ist einfach
Mir passiert es beim Tanken, hat sich letztens einer aus dem Auto gegenüber unter mein Auto gelegt und hat sich das genau erklären lassen und angeschaut. An der Ampel steigen Leute aus und machen schnell ein Foto. Also es ist einfach unglaublich. Also ganz wichtig ist es, dass diese Schraube hier zu ist. Wenn hier offen ist, jawohl, die ist zu. Wenn hier offen ist, läuft Wasser rein und ja, dann ist er innerhalb 2 Minuten abgesoffen. Das Auto hat insgesamt 13 Schmiernippel. Die müssen alle gut gefettet sein. Hier sind die beiden Wasserschrauben. Vor und hinter diesem Nippel sind jeweils Simmeringe. Und dazwischen muss voll sein mit Fett, damit kein Wasser eben in die Lager der Schrauben kommt. Schmiernippel gibt es 13 Stück und man muss es alle 5 bis 10 Stunden am Wasser machen. Dieser hohe Wartungsbedarf ist ein großer Nachteil des Amphicar. Selbst wenn man nicht ins Wasser fährt, muss man mindestens alle 1000 Kilometer die Gelenke abschmieren. Früher erlosch ohne regelmäßiges Schmieren sogar der Garantieanspruch. Alles erledigt. Richard Orthuber ist startklar für die Fahrt zum Clubtreffen am Chiemsee. Dann kann's losgehen. Wie die Fronthaube wird auch die Motorhaube hinten mit Vierkantschlüsseln verriegelt, damit möglichst wenig Wasser in den Motorraum eindringen kann. Dann startet Richard den kleinen Vierzylinder, der aus dem Triumph Herald stammt. Mit einer Leistung von nur 38 PS meidet Richard Orthuber mit dem Amphicar die Autobahnen. Trotzdem genießt er die Fahrt. Das Schöne am Fahren von alten Autos, es ist ein Stück Vergangenheit, das man sich bewahren will, das man auch für die Nachwelt aufsparen möchte. Und es ist einfach ein anderes Lebensgefühl als ein modernes Auto. Das Amphicar ist fast gebaut wie ein Boot auf Rädern, hat einen hohen Schwerpunkt und ist deshalb auch kein Kurvenflitzer. Das Auto macht auf jeden Fall mehr Spaß, im Wasser zu fahren. Das ist fürs Wasser gebaut und ich habe das Gefühl, er ist mehr Boot als Auto. Das Vierganggetriebe stammt vom Kleinlaster Tempo Matador. Daran wurde dann ein Wasserwendegetriebe angeflanscht. Ist er mit seinen 40 PS einfach untermotorisiert. Offiziell geht er ja 125 km/h, aber bis 100 km/h ist er angenehm zu fahren. Alles, was darüber hinausgeht, ja, wird es dann schwierig. Das Amphicar galt von jeher als unzuverlässig. Und auch jetzt kündigt sich ein Defekt an. Irgendwas scheppert am Auto, aber grundsätzlich ist er eigentlich sehr robust. Also ich habe keine Bedenken, ohne Ersatzteile weiter wegzufahren. Jeder Schaden kündigt sich eigentlich rechtzeitig an. Er hat keine elektronischen Komponenten, ist alles Mechanik. Man merkt es, wenn irgendwas kaputt geht. Einfache Technik, kaum Leistung. Es sind die außergewöhnlichen Talente, die dieses Auto so besonders machen. Also der Reiz, speziell an dem Auto, ist einfach, man fährt mit dem Motorboot auf der Landstraße. Er hat die Positionsleuchten, er hat die großen Hupen, er ist einfach gebaut wie ein Schiff und man fährt trotzdem über die Straße. Und ohne dass man große Änderungen vornimmt, kann ich, so wie ich jetzt auf der Straße mich bewege, einfach in den nächsten Tümpel oder Weiher oder Meer oder sonst was einfach fahren. Die 100 Kilometer bis zum Chiemsee schafft das Amphicar problemlos, bis auf das von Richard entdeckte Klappern. Beim Amphicar-Treffen kommen rund 20 Schwimmwagen aus ganz Deutschland zusammen. Richards Tochter ist mit seiner Frau nachgereist. Zusammen schauen sich die beiden die verschiedenen Modelle an. Auf dem Treffen wird gefachsimpelt und es werden alte Amphicar-Prospekte getauscht. Der Reiz dabei liegt nicht, dass man das Auto kaum nutzen kann im Wasser, weil es einfach fast überall verboten ist. Der Reiz ist an den Stellen, wo es erlaubt ist. Da ist es ein unbeschreiblicher Spaß. Einfach mit dem Auto ins Wasser zu fahren, in dem Moment, wo das Auto aufs Wasser trifft, taucht er vorne ab und es ist jedes Mal wieder ein bisschen Angst dabei. Das ist einfach, man weiß nie, schwimmt er wirklich. Das Auto ist komplett aus Blech. Es sind vorne und hinten überall sind Schrauben dran. Wenn irgendwas undicht ist, geht das Ding unter wie ein Stein. Und es funktioniert doch jedes Mal. Das ist einfach faszinierend. Ja, schon sind wir im Wasser. 20 Autos, die auf Deutschlands drittgrößtem See schwimmen. Ein ungewöhnliches und kurioses Bild. Doch gut abgedichtet fährt ein Amphicar auf dem Wasser fast wie ein normales Boot.
Lenken tut man ganz normal wie im Auto über die Vorderreifen. Darum ist die Lenkung auch sehr indirekt. Bei normalen Booten geht es ja übers Ruder und hier eben über die Reifen. Aber es funktioniert trotzdem wunderbar. Das Einzige, was nicht funktioniert wie beim Auto, sind die Bremsen. Ja, geben wir wieder Gas. Bis zu 12 Stundenkilometer schafft ein Amphicar im Wasser. Um über einen See oder einen Fluss mit dem Schwimmwagen fahren zu können, braucht man einen zusätzlichen Motorbootführerschein. Also falls am Wasser mal was passieren sollte, ich kam Gott sei Dank noch nie in die Verlegenheit. Ja, die Kollegen haben mir alle erzählt, sie haben CB-Funk. Ich habe keinen CB-Funk. Ich fahre einfach nicht so weit raus. Ich nutze es ausschließlich aus Spaß. Ich hab ein Paddel dabei. Er hat eine laute Hupe. Ich habe Schwimmwesten für die Kinder an Bord. Und ansonsten verlasse ich mich auf die Technik, die ich selbst überholt habe. Also bisher bin ich immer wieder zurückgekommen. Ja, ich hoffe, es bleibt so. Die Heckflossen sind nicht nur schick, sie brechen auch seitliche Wellen, sodass kaum Wasser durch die Kühlritzen in den Motor laufen kann. Das Amphicar ist nicht nur wasserfest, es verschmutzt auch nicht die Gewässer. Denn der Motor ist innerhalb des Fahrzeugs gekapselt und hat auch sein eigenes Kühlsystem. Das heißt, er kommt nicht mit Seewasser in Kontakt, wie etwa der Motor eines Sportbootes. Theoretisch kann der Amphicar auch im Salzwasser fahren. Er ist auch durch den Ärmelkanal erfolgreich gefahren in den 60er Jahren. Das war eine große Werbemaßnahme und es hat funktioniert. Allerdings in der heutigen Zeit sollte man es nicht mehr machen. Salzwasser nistet sich einfach die Salzrückstände überall ein. Und er ist nun mal aus Stahl gefertigt, also aus Blech und er fängt halt überall, wo Salz ist, zwangsweise irgendwann zum Rosten an. Durch den tiefen Schwerpunkt, den das Amphicar im Einsatz als Boot hat und die weit ins Wasser ragenden Räder, kann der Typ 770 außer bei schwerem Seegang kaum kentern. Aber der Fritz B. Busch hat mal gesagt, das ist das schlechteste Auto der Welt und ebenso schlechtes Boot. Er hat mit Sicherheit recht gehabt. Aber es gibt, glaube ich, wenig Autos, die mehr Spaß machen auf der Straße und auch wenig Boote, die mehr Spaß machen auf dem Wasser, sofern man es nicht gewerblich nutzen muss. Fast 2 Stunden sind die Amphicars jetzt schon auf dem See. Und immer noch dringt kein Wasser durch die Ritzen. Hier habe ich die Möglichkeit, dass jetzt ist der vordere Gang drin. Wenn ich Kupplung drehe, kann ich neutral oder einen Rückwärtsgang einlegen. Und was ganz wichtig ist beim Rausfahren, kann ich zusätzlich zum Wasserantrieb beispielsweise den ersten Gang gleich einlegen und ich kann mit beiden Antrieben an Land fahren. Das erleichtert das Ganze ein bisschen. Also ich habe die Wasserschrauben noch im Einsatz und dann schon die Räder. Und so funktioniert das meistens ganz gut. Mit Heckantrieb und ohne Differentialsperre kann sich das Amphicar schnell festfahren, wenn das Ufer nicht so sanft ansteigt wie hier am Chiemsee. So empfiehlt die Bedienungsanleitung auch, nie gegen die Strömung anzulanden. Wichtig ist es auch, nach jeder Wasserfahrt die Trommeln trocken zu bremsen, um die Feuchtigkeit von den Bremsbelägen wegzubekommen. Jetzt haben wir uns ein bisschen in Schleck gestellt, weil falls Wasser reinkommen ist während der Fahrt, dann soll es jetzt nach hinten gelaufen sein und jetzt können wir mal schauen, ob die Lenzpumpe was fördert. Ein bisschen was kommt eigentlich immer rein. Ja, und da ist es. Das Klappern, das Richard schon auf der Landstraße bemerkt hatte, hat sich jetzt beim Rausfahren an Land noch verstärkt. Zusammen mit 2 Experten des Berliner Amphicar-Clubs versucht er, dem Geräusch auf die Spur zu kommen. Er ruckelt immer ein bisschen im dritten Gang und es könnte sein, dass die Motorlager oder die Lager vom Getriebe zu hart sind, dass man da weichere Gummilager verwenden müsste. Die 3 beschließen, zusammen auf Probefahrt zu gehen. Normalerweise, sobald ich den dritten Gang schalte, ruckelt es richtig intensiv. Aber der war noch nie so besetzt wie jetzt. Das liegt wirklich an dem. Voll beladen mit den beiden Experten scheint das Geräusch plötzlich verschwunden zu sein. Trotzdem fahren die 3 noch weiter und entdecken am Ende noch ein neues Klappern. Problem nicht gelöst, aber ein paar neue gefunden. Oh ja. Die Brühe kommt schon raus. Oh ja. Da ist das Radlager kaputt.
Man sieht es ganz deutlich, hier das ganze Öl und Fett ist rausgelaufen. Bremsen sind es wohl nicht. Wäre es der Bremszylinder, wäre die ganze Siffe hinten raus. Also ist ja, Radlager kaputt. Passiert halt. Radlager kostet nicht viel. Radlager kostet vor allem Arbeit. 20, 30 Euro, mehr kostet ein Lager nicht. Das ist nicht das Thema. Die Arbeit hat 2, 3 Stunden, schätze ich jetzt mal. Ja. Aber es ist komisch, weil eigentlich dürfte da nichts fehlen. Dürfte eigentlich nicht kaputt gehen. Naja, aber Naja. du siehst ja die Spuren. Ja. Ne? Die sind ja nun mal eindeutig. Ja. Ich würde an deiner Stelle, wenn du ADAC-Mitglied bist, würde ich anrufen, die sollen dich das Ding nach Hause bringen. Ne? Doch trotz des defekten Radlagers fährt Richard mit seinem Amphicar auf Achse nach Hause. So sehr genießt er jeden Meter Fahrt in seinem Traumauto. Also dieses Auto wieder hergeben, wäre für mich unvorstellbar. Ich habe leider keinen Sohn, sonst würde ich sagen, ich werde ihn irgendwann verschenken. Vielleicht haben meine Töchter mal Interesse dran, aber ich werde es hegen und pflegen und auf gar keinen Fall mehr hergeben. Das ist was Besonderes. Allmählich gehen die Dinger zur Neige, die es noch gibt. Die sind alle in fester Sammlerhand und ich würde das Auto auf gar keinen Fall mehr hergeben. Wer Interesse an einem Amphicar hat, braucht Geduld, bis er eines findet. Die Preise liegen je nach Zustand zwischen 10.000 und 70.000 Euro.